Kippertreffen in der Kiesgrube sind eine Art Königsdisziplin in der Szene der Freunde von historischen Nutzfahrzeugen. Lange Zeit aber hat die Corona-Krise solche Veranstaltungen unmöglich gemacht. Dieses Treffen hier in einer Kiesgrube im niederrheinischen Kreis Wesel geht auch nur an den Start, weil es sich um eine rein private Veranstaltung handelt. Mehr als 50 Teilnehmer sind mit ihren klassischen Kippern gekommen, um auf dem Gelände nach Herzenslust Sand oder Kies zu laden und diese Baustoffe dann woanders in der Grube wieder abzukippen. So einfach geht das also. Warum aber sind ausgerechnet diese Kippertreffen so beliebt? Ist es tatsächlich so, dass hier das Kind im Manne wieder geweckt wird? Ist halt ein Sandkasten für Große. Ja, man hat so ein Fahrzeug ja restauriert, man hat da viel Arbeit reingesteckt, man möchte halt mal auch wissen, ob alles funktioniert und so ein bisschen gucken, wie war das früher. Wie haben die halt mit diesen Autos gearbeitet. Wir hatten jetzt eine Anreise von gut 130 Kilometer. Wir hatten aber dieses Auto auf den Tieflader gestellt, weil der hat eine Reisegeschwindigkeit von knapp 60 und das ist dann über eine Landstraße, geht das noch, aber mit einem moderneren Auto ist das etwas entspannter. Häufig sind es aber auch ganz einfache Erinnerungen an die gute alte Zeit, die bei den Teilnehmern durchschlagen. Wenn man so will, noch einmal zurück in die Kindheit. Wie muss man denn so drauf sein, um Jahrzehnte später daran seinen Spaß zu haben? Man muss nicht verrückt sein, nur das vereinfacht die Sache natürlich enorm. Ne? Das ist einfach so. Da ist der Spaß an der Freude, der Motorensound, der einen begeistert, die Leistung, das Rustikale der Fahrzeuge, die Leistungsfähigkeit überhaupt. Also das insgesamt überzeugt halt. Und dann geht das so, irgendwie hat man einen Eindruck ins Blut. Natürlich gehen bei einem solchen Treffen auch Anfänger an den Start. Solche, die vielleicht noch nicht wissen, dass man sich in einer Kiesgrube schnell festfahren kann. Für Schadenfreude ist das allerdings noch lange kein Grund, denn passieren kann so etwas grundsätzlich jedem, sogar dem Veranstalter des Treffens. Salz in der Suppe kann man das auch nennen. Ich meine, jeder freut sich, wenn der andere sich mal festfährt. Das passiert halt. Und wenn ich mich jetzt hier festfahren würde, dann wäre das noch viel interessanter für alle, weil dann wären sie alle hier. Das ist einfach so. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung wie der Frank. Der Frank fährt auch sehr gut LKW, aber wie gesagt, so Baustellen hat er oder hier Abraum hat er noch nie gefahren. Deswegen er muss jetzt einmal die Erfahrung mitmachen und das ist ganz interessant und für uns alle anderen ja auch. Das hat man ja gesehen. Die Teilnehmer an diesem Treffen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Doch nicht nur gestandene Männer gehen an den Start, sondern auch Frauen entdecken ihre Liebe für die klassischen Kipper. Fragen wir doch gleich einmal nach, wie diese beiden jungen Damen an das Hobby oder auch an die Kipper gelangt sind. Haben da etwa Männer ihre Finger im Spiel gehabt? Also eigentlich komme ich mehr von der Baumaschinenseite, weil mein Partner und ich zusammen Bagger sammeln. Wir haben jetzt aber auch einen eigenen Magiros. Mir macht es wirklich Spaß. Ich mag, dass es laut ist. Ich mag die Kulisse hier gerne und das durch die Gegend fahren. Ich finde es auch sehr entspannt. Es ist eine Ablenkung vom Alltag. Ich bin halt durch meinen Freund zu diesem Hobby gekommen. Und dann hat er mich immer erst mitgenommen und auf diverse Treffen. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja gut, immer daneben sitzen ist halt auch langweilig. Dann habe ich einen LKW-Führerschein gemacht. Und ja, jetzt, wenn wir dann hier in den Gruben sind, dann fahre ich halt auch ein bisschen selbst. Dann testet man halt auch mal die älteren Autos aus. Natürlich haben auch viele von Berufswegen mit Lastwagen zu tun und sind deshalb zum Kippertreffen nach Bislich gekommen. Ich mochte schon immer große Maschinen. Ursprünglich wollte ich gerne Pilotin werden und mit Flugzeugen arbeiten. Jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden, jetzt sind es LKW und Oldtimer und ich sehe die Maschinen jeden Tag. Mein Büro liegt direkt neben der Werkstatt. Ich bin jeden Tag in der Halle, verbringe meine Pausen dort. Und ich mag die Geräusche, ich mag den Lärm, ich mag die Maschinen. Technik fasziniert mich. Die Begeisterung, mit einem alten Kipper durch eine Kiesgrube cruisen zu dürfen, kommt nicht von ungefähr. Dazu gehört auch eine gewisse Form von Erlebnischarakter und Abenteuerlust. Dinge, die mittlerweile selbst im Beruf des Lkw-Fahrers nicht mehr selbstverständlich und schon gar nicht alltäglich sind. Ja gut, das macht ja auch Spaß, so einen LKW mal zu bewegen. Nicht nur auf den Straßen ohne Gewichte. Wenn man ein Gewicht auf dem Auto hat, das bewegt sich ganz anders. Man fährt durch Löcher durch, dann schwankt das Auto. Das macht alles Spaß. Das sind alles so Besonderheiten, die hat man auf der Straße nicht. Und wenn man zu normalen Treffen fährt, auch nicht. Die hat man nur hier in solchen Geländen.
So wunderschön und selbstverständlich die Lastwagen hier in der Kiesgrube unterwegs sind, ihre Restaurierung bedeutet eine monatelange Arbeit. Oft bei der Firma Hoffmann in Oberhausen, die auf Nutzfahrzeugklassiker spezialisiert ist. Hier geht es natürlich nicht nur darum, die Fahrerhäuser, sondern den kompletten Lastwagen in einem tadellosen Zustand zu versetzen. Das bedeutet eben auch, an einem Kipper ohne funktionierenden Kipper findet niemand so richtig Gefallen. Deshalb ist auch die Restaurierung des Kippers selbst Präzisionsarbeit. Ja, ich sag mal, die Original-Kippaufbauten, die noch von den Fahrzeugen vorhanden sind, die dienen bestenfalls nur noch als Muster, weil einfach der Rost über 30, 40 Jahre die Kippaufbauten zerfressen hat, beziehungsweise sind die meisten Kipper einfach krumm und schief vom Kippen. Nicht umsonst muss man die Kipper dann dementsprechend komplett neu bauen. Die Teile werden vermessen, neu gekantet und dann wird aus dem Nichts eigentlich sozusagen ein neuer Kipper zusammengebaut. Wie gesagt, die meisten klassischen Kipper befinden sich vor der Restaurierung in einem erbärmlichen Zustand. Dieser Mercedes-Benz LK 311, Baujahr 1957, der hier auf dem Hof der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen steht, ist ein gutes Beispiel dafür. Wie er hinterher eines Tages aussehen wird, hängt natürlich davon ab, wie viel Geld der zukünftige Besitzer für die Restaurierung des 90 PS LKW mit Meilerkipper in die Hand nehmen will. Also das Fahrzeug ist jetzt doch schon ein Extrembeispiel. Die meisten Kipper sind zwar auch in einem desolaten Zustand, aber das Fahrzeug ist schon relativ extrem, weil es auch wirklich jahrelang draußen stand und dort sehr vermodert ist, weil teilweise ist bei diesem Modell auch noch die Unterkonstruktion aus Holz, was natürlich zum Faulen beiträgt. Zurück in die Kiesgrube nach Wesel-Bisslich. Die Begeisterung für alte Kipper ist es oft nicht alleine. Denn wer gerne mit Kippern fährt oder spielt, der interessiert sich häufig auch für in die Jahre gekommene Baumaschinen. Also zum Beispiel für Radlader, Raupen und Bagger. Ja, also ich bin total bekloppt. Ich habe so einen Radlader, ich habe einen LKW und ich sag mal ganz einfach, wer macht das schon? Und das ist genau wie jedes andere Hobby. Man steigert sich da irgendwann rein, bringt das aus der Kindheit mit, darf sich das dann irgendwann womöglich mal erfüllen. Und deswegen habe ich sowas. Und Beklopptheit ganz weit vorne. Radladerfahren ist schon was Besonderes. Sag mal, hier in der Grube, wenn man hier den ganzen Tag die Fahrzeuge belädt, hat man ja den Vorteil, ich sehe alle, die kommen ja alle zu mir zum Beladen. Das ist der Vorteil. Und Radladerfahren ist, wie sagt man so schön, ist einfach geil. Kein Wunder, dass Interessenten aus ganz Europa täglich bei der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen anrufen, um sich dort nach alten Kippern zu erkundigen. Je nach Lastwagen oder Grad der gewünschten Restaurierung kann es allerdings auch ein paar Monate dauern, bis man dann mit seinem Oldie unter Realbedingungen bei einem Kippertreffen starten kann.